Seit Anbeginn der Zeit kursieren Geschichten über uraltes Wissen, das so mächtig war, dass es die Mächte der Welt in Angst und Schrecken versetzte. Alte Schriften und verbotene Texte berichten von Technologien, die weit über das hinausgehen, was wir uns heute vorstellen können. Von fortschrittlichen Energien, mystischen Apparaturen und geheimen Riten, die das Schicksal ganzer Zivilisationen bestimmen sollten. Doch warum wurde dieses Wissen unterdrückt? Wer wollte verhindern, dass die Wahrheit ans Licht kam? Diese Fragen führen uns auf eine Reise durch die Zeiten und Kontinente. Eine Reise in die Tiefen der verbotenen Mythen. Vor über 4000 Jahren, in den stürmischen Gewässern des Atlantiks, existierte laut den Schriften Platons eine Zivilisation, die als Atlantis in die Geschichte einging. Doch es sind nicht nur die Legenden, die uns von Atlantis berichten. Archäologen und Abenteurer haben seit Jahrhunderten Fragmente von Schriften entdeckt, die auf eine Hochtechnologie hindeuten, die der Menschheit weit voraus war. Die Expedition von Talasson um ca. 2500 vor Christus. Der legendäre Seefahrer Talasson soll in den Tiefen des Mittelmeers vor der Küste Kreta in einem versunkenen Tempel, einem Ort, der manche als das wahre Atlantis bezeichnen, geheimnisvolle Tafeln gefunden haben. Diese Tafeln trugen Symbole, die an Energiequellen erinnerten, die wir erst Jahrtausende später wiederentdeckten. Alte Überlieferungen berichten, dass Talasson von einer fortschrittlichen Kraft sprach, die die Naturgesetze zu beugen vermochte. Die rätselhaften Relikte von der Insel der Vergessenen, ca. 2000 vor Christus, später auf einer kleinen Insel im Atlantik, fanden Archäologen mysteriöse Artefakte, die als Sonnensteine bezeichnet wurden. Diese Steine strahlten ein warmes, pulsierendes Licht aus und sollen damals als Energiequelle für die atlantische Zivilisation gedient haben. Moderne Forscher vermuten, dass es sich hierbei um primitive Kernreaktoren oder Hochenergiekonverter gehandelt haben könnte, ein Wissen, das der Welt verwehrt bleiben sollte. Diese Entdeckungen führten zu der Theorie, dass Atlantis nicht einfach durch eine Naturkatastrophe verloren ging, sondern dass mächtige Interessen, sei es aus religiösen, politischen oder wirtschaftlichen Gründen, versuchten, diese Erkenntnisse zu vernichten, um die Kontrolle über das Wissen der Menschheit zu behalten. Die Bibliothek von Alexandria war einst das pulsierende Herz der antiken Wissenschaft, ein Ort, an dem das gesamte Wissen der bekannten Welt zusammenlief. Doch als das mächtige Archiv in Flammen aufging, ging auch ein Großteil dieses Wissens verloren. Was jedoch überlebte, waren fragmentehafte Texte, die bis heute für Spekulationen sorgen. Euphranors Rettung, 48 vor Christus. Während des berüchtigten Brandes, der die Bibliothek in Schutt und Asche legte, gelang es dem Gelehrten Euphranor, mehrere kostbare Manuskripte zu retten. Unter diesen Schriften befanden sich Karten, Diagramme und technische Zeichnungen, die Hinweise auf eine verlorene Hochzivilisation enthielten. Die verborgenen Archive in Alexandria, 7. Jahrhundert nach Christus. In den Ruinen der einst prächtigen Bibliothek von Alexandria soll es geheime Unterräume gegeben haben, in denen spezielle Schriften aufbewahrt wurden. Manuskripte, die nie der breiten Öffentlichkeit zugänglich waren. Einige Texte beschreiben eine antike Maschine, deren Funktionsweise dem heutigen Verständnis von Raum- und Zeitmanipulation nahekommt. Diese Schriften erwähnen unter anderem die Existenz einer Karte der Antarktis. Nicht wie wir sie heute kennen, sondern als ein eisfreies Land, in dem einst fortschrittliche Menschen lebten. Historiker vermuten, dass diese Dokumente unter dem Schutz mächtiger Geheimbünde standen, die sich der Bewahrung dieses uralten Wissens verschrieben hatten. Diese Überlieferungen zeigen, dass das Wissen der Bibliothek von Alexandria nicht vollständig verloren ging, sondern von denen gehütet wurde, die verstanden, dass solches Wissen zu mächtig ist, um es frei zugänglich zu machen.
In alten apokryphen Texten, die außerhalb des kanonischen Bibelkreises existierten, finden sich Erzählungen über gefallene Engel und das Wissen, das sie den Menschen vermittelten. Das Buch Henoch ist hierbei das berühmteste Beispiel. Ein Werk, das in vielen Kreisen verboten und aus religiösen Gründen aus dem offiziellen Kanon verbannt wurde. Die Entdeckung des Kodex in der Wüste Persiens, um 300 nach Christus. In den endlosen Weiten der persischen Wüste soll ein Einsiedler namens Asad auf einen alten Kodex gestoßen sein. Vergraben in einer verlassenen Höhle fanden sich dort Pergamente, die von den geheimen Lehren der Nephilim berichteten. Von Engeln, die den Menschen fortschrittliche Techniken der Metallverarbeitung, der Astronomie und sogar der Heilkunst vermittelten. Asad, dem die Worte des Kodex in einer Vision erschienen, überlieferte diese Texte später an ein kleines Netzwerk von Gelehrten, das versuchte, das unterdrückte Wissen zu bewahren. Die verlorenen Kapitel des Buches Henoch, mittelalterliche Funde. In den Archiven eines längst vergessenen Klosters in Armenien wurden im 12. Jahrhundert weitere Fragmente des Buches Henoch entdeckt. Diese Kapitel berichten von himmlischen Reisen, Begegnungen mit leuchtenden Wesen und geheimen Riten, die den Schleier zwischen den Welten lüften sollten. Einige Chroniken legen nahe, dass diese Texte einst von einer geheimen Bruderschaft bewahrt wurden, die in der Lage war, zwischen den Dimensionen zu wandeln. Diese Erzählungen werfen die Frage auf, ob das verbotene Wissen der Engel nicht nur spiritueller Natur war, sondern auch Hinweise auf eine Technologie oder Energieform enthält, die das irdische Leben für immer hätte transformieren können. Überall auf der Welt gibt es Hinweise auf antike Apparaturen, deren Technologie uns noch immer Rätsel aufgibt. Von der berühmten Antikythera-Maschine bis zu den mysteriösen Strukturen von Puma Punku, all diese Relikte lassen vermuten, dass unsere Vorfahren über Wissen verfügten, das weit über das hinausging, was man ihnen zuschrieb. Die Antikythera-Maschine, um 150 vor Christus. Im Jahr 1901 wurde die geheimnisvolle Antikythera-Maschine in den Trümmern eines gesunkenen Schiffs vor der griechischen Insel Antikythera geborgen. Diese mechanische Apparatur, die als antiker Computer gilt, berechnete astronomische Ereignisse mit einer Präzision, die erst in der modernen Zeit erreicht wurde. Forscher wie Dr. Nikolaos Papadopoulos haben in den letzten Jahrzehnten zahlreiche Studien durchgeführt, die darauf hindeuten, dass diese Maschine nicht nur ein Werkzeug der Astronomie, sondern auch ein Schlüssel zu einem verlorenen technologischen Erbe war. Die Megalithen von Baalbek ca. 100 vor Christus. In den Ruinen der antiken Stadt Baalbek im Libanon stehen gewaltige Steinblöcke, die bis heute ohne moderne Technologie nicht bewegt werden können. Einige Theorien deuten darauf hin, dass hier antike Ingenieure über Wissen verfügten, das mit fortschrittlicher Physik vergleichbar ist. Historiker spekulieren, dass in geheimen Tempeln nicht nur religiöse Riten, sondern auch technische Zeichnungen hinterlassen wurden, die den Bau dieser monumentalen Strukturen erklärten. Die Rätsel von Puma Punku, ca. 500 vor Christus. Im Herzen des bolivianischen Altiplano entdeckten Archäologen in Puma Punku beeindruckende Steinmetzarbeiten mit perfekt geschliffenen Kanten und präzisen Schnitten. Die Frage, wie diese Steine transportiert und bearbeitet wurden, beschäftigt Wissenschaftler bis heute. Einige Forscher vermuten, dass hier eine Form von antiker Energie oder sogar unbekannter Technologie zum Einsatz kam. Ein Wissen, das absichtlich in Vergessenheit geraten sein könnte. Diese Funde zeugen davon, dass die antiken Maschinen und Bauwerke nicht nur archäologische Wunder, sondern auch Zeugen eines uralten Wissens waren, das absichtlich verborgen und aus der Geschichte verbannt wurde. Im Laufe der Jahrhunderte haben sich verschiedene Geheimbünde und mystische Orden gebildet, die sich dem Schutz und der Bewahrung des alten Wissens verschrieben haben. Diese Organisationen sollen über Archive verfügen, in denen die wahren Ursprünge unserer Zivilisation aufbewahrt werden. Die Tempelritter
und ihr verlorenes Manuskript, 12. Jahrhundert. Während der Kreuzzüge sammelten die Tempelritter unzählige Schriften und Artefakte aus dem Orient. In einem verborgenen Verlies, tief in den Katakomben eines europäischen Klosters, entdeckte ein Templer namens Guillaume im Jahr 1187 ein Manuskript, das detaillierte Pläne einer antiken Maschine enthielt, einer Apparatur, die in der Lage gewesen sein soll, Energie aus den natürlichen Elementen zu gewinnen. Dieses Wissen wurde später in den mystischen Lehren der Freimaurer weitergegeben, blieb jedoch jahrhundertelang im Verborgenen. Die Vatikanischen Archive und der Kodex der Erleuchteten. 1975. Im späten 20. Jahrhundert gelang es einem mutigen Forscher namens Armand, in den tief verschlossenen Archiven der Vatikanischen Bibliothek auf ein Dokument zu stoßen, das als der Kodex der Erleuchteten bekannt wurde. Dieses Manuskript enthält Hinweise darauf, dass bereits im antiken Ägypten und Mesopotamien fortschrittliche Technologien und philosophische Ideen existierten, die absichtlich aus der öffentlichen Geschichtsschreibung verbannt wurden. Armand behauptet, dass diese Schriften den Ursprung der modernen Esoterik und sogar der Raumfahrtmythen begründen. Ein Wissen, das immer noch von den Geheimgesellschaften gehütet wird. Moderne Enthüllungen. Die Suche nach dem verlorenen Wissen. In den letzten Jahren haben unabhängige Forscher und Dokumentarfilmer wie Graham H. und andere Ancient Aliens Forscher versucht, das Geheimnis dieser verbotenen Mythen zu lüften. Ihre Expeditionen in abgelegene Regionen, von den Ruinen in Südamerika bis zu verborgenen Tempeln im Nahen Osten, haben immer wieder Hinweise auf ein unterdrücktes, antikes Wissen zutage gefördert. Diese modernen Abenteurer behaupten, dass die Wahrheit über unsere Vergangenheit nicht in den Lehrbüchern steht, sondern in den vergessenen Archiven derer, die einst über die Sterne wandelten. Tief im Ozean der Zeit, jenseits der bekannten Kontinente, existiert eine Legende, die so alt ist wie die Sterne selbst, die Geschichte von Lemuria. In alten vedischen Schriften wird dieser mystische Kontinent als Kumari Kandam beschrieben, ein verlorenes Reich, in dem fortschrittliches Wissen und spirituelle Weisheit in Harmonie miteinander verschmolzen. Die Entdeckung eines verlorenen Erbes. Im Jahr 1873 stieß der britische Seefahrer Captain A. Sinclair während einer stürmischen Expedition in den Indischen Ozean auf seltsame, von der Zeit übersehene Steinstrukturen. Überwuchert von üppiger Vegetation und umgeben von geheimnisvollen Kristallen, schienen diese Ruinen Hinweise auf eine Zivilisation zu sein, die weit vor der bekannten Geschichte existierte. Sinclair berichtete, dass er monumentale Tempel fand, deren Architektur und Bauweise jegliche Erklärungen sprengte, als hätten die Lemurianer die Gesetze der Schwerkraft und der Energie bereits längst gemeistert. Rätselhafte Artefakte und uraltes Wissen. Archäologen, die später auf den Spuren von Sinclair forschten, entdeckten weitere Fragmente einer längst verlorenen Sprache. Inschriften, die von einer Energie sprachen, die nicht nur die Elemente, sondern auch die Geomagnetik der Erde beherrschte. Es wird gemunkelt, dass in den verborgenen Tiefen der Ruinen leuchtende Kristalle ruhen, deren Energie den Schlüssel zu einer Technologie darstellen könnte, die weit über das hinausgeht, was heute für möglich gehalten wird. Das Wissen der Lemurianer zwischen Legende und Realität. Die alten Priesterinnen und Gelehrten Lemurias überlieferten ihr Wissen mündlich und in geheimen Texten, die nur an die würdigsten Eingeweihten weitergegeben wurden. Diese Schriften berichten von der Beherrschung der kosmischen Energien und von Ritualen, die es ermöglichten, die Elemente zu kontrollieren. Moderne Forscher spekulieren, dass diese uralte Technologie, wenn sie je wiederentdeckt würde, den Fortschritt der Menschheit revolutionieren könnte. Einige Theorien vermuten, dass mächtige Geheimgesellschaften und Herrscher vergangener Zeiten es bewusst veranlasst haben, das Wissen um Lemuria zu unterdrücken. Fazit: Der Ruf der verlorenen Welt. Der Mythos von Lemuria
ist mehr als nur eine Legende. Er ist ein Mosaik aus verlorenen Schriften, geheimen Entdeckungen und abenteuerlichen Expeditionen, die den Schleier der Zeit lüften wollen. Was, wenn der Schlüssel zu einer neuen Ära in den Ruinen eines untergegangenen Kontinents liegt? Eine Wahrheit, die in den Tiefen des Ozeans schlummert und darauf wartet, von mutigen Entdeckern gehoben zu werden. Taucht mit uns ein in diese epische Suche nach dem verlorenen Wissen und stellt euch die Frage: Könnte die Wiederentdeckung Lemurias der Schlüssel zu einer Zukunft sein, die längst vergessen geglaubte Grenzen sprengt? Die Geschichten der verbotenen Mythen und des verlorenen Wissens bilden ein faszinierendes Mosaik, in dem jede Entdeckung, jedes Manuskript und jedes Artefakt ein Teil eines größeren Puzzles ist. Von den versunkenen Schriften Atlants über die geheimen Archive Alexandrias bis hin zu den mystischen Kodizes der Engel und den rätselhaften Maschinen der Antike. All diese Fragmente zeugen von einem Wissen, das so mächtig war, dass es die Geschicke ganzer Zivilisationen hätte wenden können. Doch die Geschichte wurde von den Siegern geschrieben, und viele Wahrheiten blieben im Dunkeln. Die Geheimgesellschaften, die Hüter des alten Wissens, haben es sich zur Aufgabe gemacht, diese Erkenntnisse zu bewahren. Oder sie vor der Öffentlichkeit zu verbergen, um ihre eigene Macht zu sichern. So bleibt die Frage bestehen: Was wäre, wenn wir den verborgenen Schlüssel zu diesem alten Wissen finden und die Geschichte neu schreiben könnten? Taucht mit uns ein in diese Welt der verbotenen Mythen. Ein Abenteuer, das die Grenzen von Zeit und Raum sprengt. Hinterlasst eure Gedanken in den Kommentaren. Könnte das verlorene Wissen der Vergangenheit der Schlüssel zu einer neuen Zukunft sein? Oder sind wir dazu bestimmt, im Dunkeln zu tappen, während die Wahrheit für immer verborgen bleibt?